Guten Tag, meine Damen und Herren, hier geht es um Autismus und heute um das Imitieren. Die Fähigkeit zum Imitieren, man sagt auch Nachahmen, hat eine neurobiologische Basis. Das heißt, die hat etwas mit dem Gehirn zu tun. Und zwar ganz konkret mit Nervenzellen, die dafür sorgen, dass wir bestimmte Bewegungen ausführen können. Wenn ich also an die Stirn fasse, dann gibt es einen Nervenzellverbund in meinem Gehirn, der genau für diese Bewegung zuständig ist. Aber bei neurotypischen Menschen werden diese Nervenzellen auch aktiv, wenn sie die Bewegung bei jemand anderem beobachten. Und diese Funktion dieser motorischen Zellen, auch aktiv zu werden, wenn eine Handlung beobachtet wird, die nennt man Spiegelneurone. Spiegelneurone sind also keine besonderen Nervenzellen, sondern es sind motorische Zellen, die auch aktiv werden können, wenn eine Handlung beobachtet wird. Das ist die Grundlage für Imitation. Soweit so gut bei neurotypischen Menschen. Sie ahnen es schon. Bei vielen Menschen im Autismus-Spektrum funktionieren die Spiegelneuronen nicht so gut. Das heißt, die motorischen Zellen können aktiv werden, wenn eine Handlung ausgeführt wird, aber sie reagieren nicht oder schlechter, wenn eine Handlung beobachtet wird. Und dann wird selbstverständlich das Nachahmen sehr schwierig oder unmöglich. Was hilft in solchen Fällen? Es hilft, wenn man die Person beispielsweise durch die Bewegung, die sie ausführen soll, führt. Also einfach ihre Hände begleitet. Das mögen aber nicht alle Menschen im Autismus-Spektrum. Wenn sie es nicht mögen, können auch Erklärungen helfen oder kleine Anweisungen, so wie man sie in einem Überraschungsei als Bauanleitung findet. Es ist sehr viel einfacher, reglose Standbilder nachzuahmen, als einen Bewegungsfluss. Wenn jemand also nicht durch die Imitation lernen kann, ist ihm ein wichtiger Lernweg verschlossen. Kleine Kinder lernen zum Beispiel Sprache hauptsächlich über Imitation. Und auch in der Schule wird viel durch Vormachen, Nachmachen beigebracht. Funktioniert dieser Lernweg nicht, dann müssen wir einen anderen Lernweg suchen. Und noch einmal, die Person durch die Bewegung zu führen, kann eine Hilfe sein. Erklärung, genaue Beschreibung, was sollst du tun? Oder auch wie eine Baueinleitung in einem Überraschungsei Dinge aufzuzeichnen, kann unterstützend wirken. Die Funktionsfähigkeit der Spiegelneuronen hat nichts mit Intelligenz zu tun, aber sie macht Lernen in vielen Bereichen schwerer. Suchen wir alternative Wege. Die Auffälligkeiten der Spiegelneuronen sind wieder individuell sehr unterschiedlich. Aber Sie wissen ja, nichts ist unmöglich. Autismus.